Also der Wolf, Bär, Luchs, es ist eine große Herausforderung für uns Bauern. Überhaupt im Alpenraum. Aber ich glaube einfach noch nach wie vor, dass wir uns hier im Alpenraum vielleicht fast leichter tun, weil wir können uns zusammenschließen auf den Almen. Ja. Als wir die kleinen strukturierten Landwirte unterhalb waren, wo jeder seine Privatalm hat. Weil ein Privatalm, das ist meine Alm, und wenn da ein Schaf herkommt oder vom Nachbar ein Viech herkommt, das geht nicht. Bei uns ist es gemeinschaftlich. Wir müssen das im Sinne sehen, weil wir einen sicheren Lebensraum für unsere Siedlungsräume haben. Dann werden wir unsere Köpfe auf die Seite legen und Gemeinschaftsalmen betreiben. Sprich, ein Hirt, gezielte Weideführung, ob das ein Ross, Rinder, Schaf ist. Wenn ich das herbringe, dass wir hier die gezielte Weideführung haben, und irgendwann haben wir wirklich mal ein Wolfsrudel da, ja, dann brauche ich mich aber nachher nicht mehr um den Wolf kümmern. Aber wenn ich das jetzt alle noch weiter nach hinten schiebe, die gezielte Weideführung, die Schafzusammenhirten, die Rinder anders strukturiert zum Beweiden auf den Almen, dann habe ich, wenn der Wolf da ist, habe ich das Problem mit dem Wolf. Ich habe das Problem, wie bringe ich die Viecher alle zusammen, weil ich habe ja keine Ahnung, wie kann ich die Alm richtig bestoßen, nachhaltig bestoßen, wo kann ich ein Nachtlager machen und. Das sind alles Herausforderungen. Und wenn ich diese Herausforderungen aber jetzt schon mache, wie stelle ich einen Zaun auf? Wo mache ich eine Koppel? Wo mache ich das? Wo mache ich Seil? Wenn ich das jetzt mache und, wie ich schon mal gesagt habe, die Schaufel hauen wir nachher nach und ich habe einen Fehler gemacht, dann sagen wir morgens mal eine andere Art, ja, dann sagen sie eine andere Art. Aber wenn ich im Wolfsgebiet bin, das habe ich heute in der Schweiz auch wieder beobachtet, da hat auch gesagt, wenn ich zu wenig sauber sammle, ich habe keinen Wolf gesehen den ganzen Sommer, aber jede Schaufel, die ich am Abend im Elektrozaun habe, da kann ich jetzt mal mein Fell holen gehen. Das ist gefressen, das ist genützt. Und da sage ich eben, lieber jetzt die Vorleistungen machen, wie kann ich die Gruppen zusammenheben, wie kann ich die Alm richtig ausnutzen, die Flächen, die jetzt noch offen sind, offen halten. Weil da habe ich heute erst einmal eine Begehung in einer Alm und dort ist auch ein Fachmann mitgewesen. Weil das bin ich jetzt nicht in dem Sinne, ich bin Praktiker. Aber es hat geheißen, es sei ein Fachmann. Der da gewesen ist, hat die Alm angeschaut und hat gesagt, ihr seid schon viel zu spät. Aber was ihr sehr wohl habt, die Flächen, die jetzt offen sind, die müssen es jetzt nutzen. Die müssen es jetzt intensiv bestoßen, dass jetzt die Flächen noch erheben. Und wenn sie so weitermachen wie bis jetzt, dann sage ich, in 20 Jahren wird es da kein Viech mehr alben. Weil es wird jetzt Jahr weniger Viech. Und was das nächste ist, es wächst zu, es verpusht. Aber der Wolf in dem Sinn, da gibt es viele größere Herausforderungen. Das Thema Wolf, das wird so auch gespielt. Er gehört zur Natur dazu. Andere Länder haben auch gelernt, damit umzugehen. In vielen Ländern, wo er nie draußen war, wenn du dort kommst und redest mit diesen Leuten, die schütteln mit dem Kopf, was fährt denn das auch? Jetzt mal Deutschland mit ihm telefoniert und hat er gesagt, ja, was fährt denn das auch? Jetzt haben wir es ab und zu und da. Und was sollten wir? Wir haben sofort ein Haustier und wir müssen auch leben. Ja? Und warum sollte jetzt ausgerechnet Tirol wolfsfrei werden? Ja, nachher sage ich als Südtiroler auch, hey, ich will aber auch. Und der Schweizer kommt auch. Das ist ein Domino. Wenn, dann muss ganz Europa wolfsfrei werden. Und ich glaube, dass sich das irgendwo ein Politiker durchdrücken wird, kann ich mir nicht vorstellen. Freude an keinem Landwirt mit einem Wolf. Also mit generell. Mit keinem Rückkehr. Ob das ein Bär ist oder ein Wolf ist, aber ich sage Bär, Wolf, Hund. Jeder, der mir einen Schaden anrichtet, mit dem habe ich keine Freude.